Es war lange still rund um den Wissenschaftspodcast «Let's Talk Business» von BFH Wirtschaft. Jetzt sind wir zurück, unter anderem mit einem neuen Host. Mein Name ist Felix Klauser und ich rede hier in diesem Podcast mit unseren WissenschaftlerInnen über ihre aktuellen Forschungsthemen. Kurz und kompakt, in ungefähr 15 Minuten das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Und jetzt legen wir los. Die einen lieben ihn, für die anderen ist er das Feindbild Nummer 1. Die Rede ist von Elon Musk. Er gehört heutzutage zu den reichsten und mächtigsten Menschen der Welt, der mit seinen provokativen und teilweise extremen Positionen polarisiert. Dass das nicht immer so war, weiss Dorothee Winkler. Schön bist du hier. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist Professorin an der BFH Wirtschaft für Global Management, bist noch aktiv auf X, vormals Twitter. Also tatsächlich war ich auf X immer nur für Forschungszwecke und da mein Projekt nun abgeschlossen ist, bin ich da auch nicht mehr aktiv unterwegs. Genau, du hast nämlich jahrelang jeden einzelnen Tweet von Elon Musk, den er postet hat, analysiert und das notabene zu Forschungszwecken. Wie ist es eigentlich zu dem gekommen? Ja, also ich hatte meine Doktorarbeit 2017 an der Universität Zürich begonnen, was ja mit der Wahl von Donald Trump in den USA zusammenfiel und zu der Zeit natürlich zu sehr viel Aufruhr geführt hat, weil es ja noch total unklar war, wie das wird, eine USA unter Donald Trump. Jetzt in der zweiten Amtszeit weiß man ja so ein bisschen, was einen erwartet und wir können es ja live verfolgen. Aber damals hat das eben zu sehr viel Unsicherheit geführt und da ich ja im Managementbereich unterwegs bin, kamen wir dann eben auf die Idee, sich anzuschauen, wie Unternehmen in den USA quasi auf Trumps Politik reagieren, weil es ja doch zu einem ziemlichen, ich mal sagen, Rechtsruck, populistischen Rechtsruck gekommen ist. Und wir uns dann eben die Frage gestellt haben, wie können denn jetzt Unternehmen damit umgehen? Ihr habt aber ja jetzt nicht nur Tweets von Elon Musk angeschaut, sondern auch, wie Zeitungen über ihn berichten. Warum habt ihr das auch angeschaut? Wir haben die Medien angeschaut als Stellvertreter für die Gesellschaft, weil wir ja daran interessiert waren, wie die rechten und die linken Stakeholder quasi das Verhalten von Elon Musk auf Twitter wahrnehmen. Und in den USA ist es nun mal so, dass die Medien wie auch die Gesellschaft sehr stark polarisiert sind. Das heißt, es gibt die Liberalen und die Konservativen und haben dementsprechend auch sehr dezidierte Hörerschaften. Also nicht so wie in der Schweiz, wo es einen SRF gibt, der weitestgehend neutral über Themen berichtet. Es ist dort eben so, dass es die sehr stark polarisierten Medien gibt, die dann eben eine gewisse Ideologie vertreten. Ja, zum Beispiel Fox News ist ja so ein bekanntes Medium, das sehr rechts alles framet in den Medien. Genau, also Fox News zum Beispiel ist ein ziemliches Propagandainstrument der Republikanischen Partei. Das heißt, da geht es weniger um objektive Berichterstattung, sondern eine ganz klare politisch geprägte Linie. Ja, und du hast ja 2017 wie noch zurückgeschaut, also bis 2013, quasi die Amtszeit von Obama. Dann ist es weitergegangen mit der Wahl von Donald Trump. Hat man da wie eine Veränderung gesehen, wie ihr euch ja erhofft habt, sage ich jetzt mal, in dieser Analyse der Tweets? Genau, also es war sehr, sehr interessant, dass zu Beginn des Untersuchungszeitraums der Elon Musk eben ganz klar der Liebling der Linken war. Es war so der typische Obama-Unternehmer, der sich für quasi Klimaschutz eingesetzt hat, der nachhaltige Produkte durch diese Elektroautos hergestellt hat und daher eben sehr beliebt bei den Linken war. Und auf der anderen Seite aber bei den Rechten dementsprechend sehr verhasst, weil er aus deren Sicht eben auch der typische Obama-Unternehmer, aber im negativen Sinne war, weil er quasi auf dem Rücken von Steuergeldern sozusagen um die Subventionen für die Reichen, für deren Elektroautos bekommen hat. Also dass sie quasi gesagt haben, die nehmen hier das Steuergeld der hart arbeitenden Mittelschicht und subventionieren quasi die Träume der Reichen, weil die Elektroautos ja doch eher teure Produkte sind und dementsprechend sich halt vor allem die reicheren Personen geleistet haben. Und genau dementsprechend war er bei den rechten Medien eher verhasst und wurde sehr negativ aufgenommen. Mit der Wahl von Donald Trump hat sich dann da etwas in der Kommunikation von Elon Musk verändert. Also hat er dann etwas feststellen. Ja, und das war auch sehr überraschend und spannend, weil was wir festgestellt haben, ist, dass der Elon Musk einen sogenannten robusten CEO-Aktivismus betreibt. Also CEO-Aktivismus bedeutet, dass sich CEOs, Unternehmer für soziopolitische Themen wie zum Beispiel den Klimawandel oder Gender Equality einsetzen, was ja jetzt per se nicht ihre Hauptaufgabe als Unternehmer ist, sie sich aber eben trotzdem dafür einsetzen. Und was wir gesehen haben, ist, dass der Elon Musk es auf wundersame Art und Weise schafft, in diesem Zeitraum quasi bei beiden
in einer gewissen Weise gemocht zu werden. Er ist jetzt nicht mehr so der Liebling von der einen, aber auch nicht der quasi das Enfant terrible der anderen Seite, sondern er wird relativ neutral, eher gut wahrgenommen von beiden Seiten. Und das liegt eben daran, dass er diesen robusten CEO-Aktivismus betreibt, was bedeutet, dass er quasi mit verschiedenen Ideologien jongliert und ideologische Leckerbissen für beide Seiten hat. Also einmal stellt er sich nach wie vor als Klimaschützer dar, der den Klimawandel unterstützen möchte, mit globalen Ideen. Er möchte nach China, nach Europa expandieren und so weiter. Und auf der anderen Seite hat er dann doch eher wieder rechte Ideologien, also wie zum Beispiel nationalistische Ideologien. Er stellt sich eher als Patriot dar, als ein einheimischer Job-Creator, der 1000 amerikanische Jobs kreiert. Und was damit eben passiert, ist, dass die Linken in ihm einen nachhaltigen Unternehmer sehen und die Rechten einen patriotischen Unternehmer und eigentlich eher wie so eine Sphinx von beiden Seiten so gesehen wird, wie es zu ihrer eigenen Ideologie passt. Ja. Und was vielleicht hier noch sehr spannend ist, zusätzlich zu diesem ideologischen Jonglieren hat er sich auch noch diplomatisch geäußert. Das überrascht dich jetzt vielleicht, weil wenn man heute an Elon Musk denkt, ist wahrscheinlich jetzt nicht Diplomatie das, was einem zuerst in den Sinn kommt. Aber er hat es tatsächlich geschafft, dass er sich auch noch an übergeordnete Werten orientiert hat. Also sowas wie ein Brückenbauer, Mediator dargestellt hat, der die Grabenkämpfe zwischen rechts und links überkommt und auf gemeinheitlich anerkannte Werte wie Respekt oder Empathie setzt. Also zum Beispiel als Donald Trump damals diesen Travel-Ban implementiert hatte, wo Personen aus muslimischen Ländern nicht mehr einreisen durften, hätte er jetzt sehr provokant sich da dagegen stellen können, aber er hat es eher ein bisschen in abgeschwächter Weise gemacht, indem er gesagt hat, es ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, die Herausforderungen des Landes zu adressieren. Also er hat sich schon irgendwo positioniert, aber nicht auf eine provokative Art und Weise. Und daneben hat er eben auch noch auf unternehmerische Ideale gesetzt, also so auf den American Dream, so diese Idee, dass innovative Technologien die Welt retten können und er selber eigentlich apolitisch ist. Und damit hat er es eben geschafft, dass, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass beide Seiten irgendwie so eine Sphinx sehen und eben genau das, was zu ihrer eigenen Ideologie passt, in ihm wahrnehmen. Und dann zum Beispiel die Rechten ihn auch als patriotischsten amerikanischen Autobauer neben Henry Ford sehen, was ja schon eine ziemliche Adelung ist von Zeitungen wie Breitbart, wenn die sowas in einem sehen. Irgendwann ist es ja dann gekippt, also irgendwann ist er klar ins rechte Gedankengut übergeschwappt, sage ich mal. Sieht man das in eurem Datensatz jetzt auch schon oder ist das erst ein bisschen später gekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ab 2020 ist es eben so, dass sich das genau dreht, also dass jetzt die Rechten ihn sehr gut finden und die Linken gar nicht mehr mögen, was eben auch so ein bisschen mit der Twitter-Einnahme einhergeht, weil er sich ja nun ganz klar populistisch, libertär einordnet. Also er ist zum Beispiel ganz klar gegen staatlich angeordnete Lockdown-Maßnahmen während der Covid-Pandemie. Er setzt sich ganz klar für Free Speech auf Twitter ein und eliminiert zum Beispiel diese ganze Content-Moderation, was ja ursprünglich mal implementiert wurde, um eben Hate Speech zu verhindern. Und ist da eben jetzt nur noch ganz klar ganz klar gegen die demokratische Seite, sehr negativ über den beiden und auch gegenüber den Medien, weil er zum Beispiel ja auch sagt, die Twitter-Übernahme hat er deswegen gemacht, weil das eigentlich bis dato einfach so eine demokratische Propagandamaschine war. Das heisst, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, es gibt wie zwei Wege, wie Unternehmer können kommunizieren können. Entweder die sich wie auf einen Pol, links oder rechts, einschießen und diese Ideologien verbreiten, oder sie probieren so ein bisschen übergeordnete Botschaften für beide mal ein Leckerbissen drin zu haben und sich so wie quasi mit allen ein bisschen gut zu stellen. Ganz genau. Und wir haben das ist in unserer Forschung einmal robusten CEO-Aktivismus genannt, also quasi, wenn man es schafft, beide Seiten für sich zu gewinnen, versus non-robusten CEO-Aktivismus, wenn man halt wirklich sozusagen nur in die eine ideologische Richtung geht und jetzt in der neueren Zeit auch eher mit zusätzlich noch provokanten Statement, was eben dazu führt, dass man den Zuspruch der anderen Seite komplett verliert. Manchmal habe ich das Gefühl, der Elon Musk ist ein halber Politiker. Ist er ein Einzelfall oder ist das ein Phänomen, das weiter verbreitet ist? Also, dass sich mächtige CEOs zu politischen Themen äußern und sich in Anführungs- und Schlusszeichen in die Politik einmischen?
Ja, also ursprünglich ist es ja so, dass Manager eher apolitisch sind und sich eben nicht in politische Themen einmischen. Allerdings hat es in den letzten Jahren immer mehr angefangen, vor allem in den USA, dass sich eben sehr wohl mächtige CEOs zu soziopolitischen Themen äußern, was mittlerweile auch immer mehr nach Europa rüberschwappt. Also gerade jetzt auch in Deutschland ist es sehr stark zu beobachten, dass sich CEOs gerade jetzt mit dem Aufschwung der AfD Mhm. hier immer mehr dann doch eben positionieren oder auch mal sich zu soziopolitischen Themen äußern. Es ist so, dass das Ganze irgendwo natürlich kritisch gesehen wird, weil wenn man überlegt, CEOs sind ja weder demokratisch gewählt und somit auch nicht legitimiert, aber setzen sich nun plötzlich für sehr gesellschaftsrelevante Themen ein. Also Mhm. wenn man jetzt an Elon Musk zum Beispiel denkt und den Russland-Ukraine-Krieg, da hat er ja ganz zu Beginn Starlink zur Verfügung gestellt, was dann erstmal in Europa beispielsweise überwiegend sehr positiv wahrgenommen wurde, weil man gesagt hat, okay, es ist super, hier ist ein Unternehmer, der jetzt recht unbürokratisch die Ukraine unterstützt gegen Russland. Dann ist es aber so, dass über die Zeit er dann ja plötzlich das teilweise in Gebieten eben abgestellt hat oder gesagt hat, man darf es nur für bestimmte Sachen nehmen und so weiter. Mhm. Und jetzt plötzlich ein Einzelunternehmer sich hier in einen Krieg einmischt, für das er aber in dem Sinne ja gar kein Mandat hat. Mhm. Also das bedeutet, dass auch die CEOs, wenn die etwas sagen, man attribuiert es ja doch irgendwo auch dem Unternehmen. Also wenn Elon Musk etwas sagt, dann ist ja sehr schnell die Konnotation auch zu Tesla da. Mhm. Also gerade jetzt in letzter Zeit gibt es ja immer mehr Leute, die keinen Tesla mehr kaufen wollen oder so einen Sticker, irgendwie, ich habe das gekauft, bevor Elon Musk verrückt wurde, auf ihr Auto kleben, weil das ja eben doch sehr nah beieinander liegt. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, CEOs sind Einzelpersonen, die sprechen ja nicht fürs ganze Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass das ganze Unternehmen Tesla jetzt diese oder jene Meinung hat. Und dadurch ist es halt schon auch kritisch zu sehen, wenn CEOs mit viel Macht und Geld sich hier plötzlich in politische Themen einmischen. Was vielleicht hier noch wichtig ist zu erwähnen, dass CEO-Aktivismus, wenn er in dieser robusten Art und Weise geführt wird, dass er sehr wohl also Engagement mobilisieren kann und eben einen positiven Beitrag zur Demokratie oder zu demokratischen Prozessen haben kann, wenn es eben auf eine konstruktive Art und Weise geführt wird, das dazu führt, dass diverse Stakeholder miteinander in den Dialog treten und sich austauschen und somit diese demokratischen Prozesse quasi in Schwung bringen. Auf der anderen Seite, wenn es in dieser non-robusten Art und Weise geführt wird, ist es natürlich kritisch zu sehen, weil es eben nicht förderlich für den demokratischen Prozess ist. Ja, weil es dann in der Spalte als wie verbindet. Ganz genau. Und so kann man sagen, dass CEO-Aktivismus, jetzt das, was wir in der Studie herausgefunden haben, von einer instrumentellen Sicht für ein Unternehmen von Vorteil sein kann, weil sie es eben schaffen, in einer polarisierten Welt beide Seiten irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und vielleicht somit auch, wenn auch einen kleinen Beitrag zur Depolarisierung leisten können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, gerade jetzt in Deutschland gibt es auch ganz viele CEOs, die ganz bewusst sagen, zum Beispiel, ich bin gegen die AfD, was ja jetzt eine sehr klare politische Positionierung ist. Und ich denke, letztlich geht es auch so ein bisschen auf die Werte von einem Unternehmen zurück. Also es ist ja auch eine strategische Entscheidung, ganz bewusst zu sagen, ich brauche diese Seite gar nicht, weil die so sehr gegen meine politische Ideen sind, dass ich eigentlich diese Stakeholder auch gar nicht vereinen möchte in dem Sinne. Wenn du jetzt zurückschaust, bist du froh, hast du dich im 2017 für Elon Musk entschieden, als Studienobjekt, sage ich mal, oder bereust du die Entscheidung eher? Das ist eine sehr spannende Frage und tatsächlich werde ich relativ oft gefragt, wie ich dann eigentlich den Elon Musk finde, weil ich mich ja so lange mit ihm beschäftigt habe. Ich denke, er war nach wie vor eine gute Wahl für mein Projekt, einfach weil er sich in der Zeit selbst ja so entwickelt hat und es hat, glaube ich, niemand ahnen können, dass er von irgendeinem US-amerikanischen Unternehmer zu doch so einer bedeutenden Persönlichkeit mutiert über die Jahre, zum einen der reichsten Menschen der Welt und so weiter. Ich habe da so eine bisschen zwiegespaltene Meinung, weil auf der einen Seite finde ich es schon beeindruckend, was für ein innovativer Visionär er ist, was für Sachen er auf den Weg gebracht hat, wie er da teilweise auch vielleicht auf eine Art und Weise, die ein bisschen rücksichtslos wirkt, irgendwie Ideen versucht umzusetzen. Aber auf der anderen Seite sehe ich ihn natürlich auch sehr kritisch, weil dieses ganze erratische, unethische Verhalten, sei es jetzt den Mitarbeitern gegenüber oder auch den Aussagen irgendwie der Politik gegenüber, dass das natürlich schon sehr schwierig ist und auch gerade diese spontanen Aussagen im Zusammenhang mit politischer Einmischung ich in dem Sinne eben eher als schwierig sehen würde und sein Verhalten eben auch zeigt, wie problematisch es sein kann, wenn zu viel Macht und Einfluss bei einer einzelnen Person liegen. Sehr aktuell in der heutigen Welt. Ja, Dorothee, merci vielmals, bist du hier im Studio gewesen. Vielen Dank. Das war «Let's Talk Business», der Wissenschaftspodcast von BFH Wirtschaft. Er erscheint alle 4 bis 6 Wochen und ihr findet ihn auf den gängigen Podcast-Plattformen. Schön, seid ihr dabei gewesen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.